Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich wieder ein einfaches und schnelles Rezept für euch. Jeder kennt oder mag vielleicht Waffeln, aber die müssen ja nicht immer süß sein. Deswegen gibt es bei mir heute herzhafte Waffeln, welche ich auch noch füllen werde. Ein kleiner Snack für zwischendurch oder für den Fernsehabend. Wenn ihr wissen wollt, wie die Waffeln nachher aussehen, dann bleibt doch einfach dran. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Anfangen werde ich auch mit der Füllung und dafür nehme ich 100 Gramm Kräuterfrischkäse, eine Paprika, 130 Gramm Tomaten, 50 Gramm Mais, eine Dose Thunfisch, Pfeffer, Salz und etwas Milch. Die Paprika habe ich schon gewaschen und nun entferne ich den Stiel und die Kerne. Die Paprikascheiben schneide ich in kleine Würfel. Die sollten diesmal wirklich klein sein. Und dann kommen sie auch gleich in die große Schüssel. Als nächstes sind die Tomaten dran. Auch hier entferne ich den Strunk und die Kerne, bevor ich sie klein schneide. Ich habe mich diesmal für farbige Cherrytomaten entschieden. Essen muss bei mir nun mal bunt sein. Danach kommt auch schon der Mais in die Schüssel. Mein Thunfisch lag in Sonnenblumenöl und das habe ich rechtzeitig abtropfen lassen. Den Thunfisch zerbrösel ich noch ein wenig, weil es sich so besser verarbeiten lässt. Als letztes gebe ich den Kräuterfrischkäse dazu. Dann wird alles miteinander verrührt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Meine Füllung ist fertig. Ich habe keine Milch mehr reingemacht, weil mir die Konsistenz so wie sie ist gefällt. Und ihr müsst dann selbst entscheiden, ob ihr noch was dazu gebt oder nicht. Die Füllung stelle ich beiseite, damit sie durchziehen kann. Und währenddessen bereite ich schon einmal den Waffelteig zu. Ein Waffelteig wird ja ähnlich zubereitet wie ein Kuchenteig. Das heißt, wir schlagen zuerst die Butter auf. Für dieses Rezept brauche ich 75 Gramm und dann noch ein Ei, 190 Gramm Mehl, einen gestrichenen Teelöffel Backpulver, 70 Gramm geriebenen Käse, 220 Milliliter Milch und eine Prise Salz. Dann schlage ich mal die Butter auf, bis sie cremig ist. Und ihr wisst ja, das dauert etwa 2 bis 3 Minuten. Als nächstes gebe ich das Ei dazu. Auch beim Waffelteig werden Backpulver und Mehl miteinander vermischt. Ich gebe erst einmal die Hälfte des Mehls in die Schüssel und auch etwa die Hälfte der Milch, weil sich der Teig so leichter klümpchenfrei verrühren lässt. Wenn ihr das habt, kommt das restliche Mehl, die Milch und das Salz mit hinein und alles wird zu einem glatten Teig verrührt. Als letztes wird noch der Käse untergehoben. Ich habe mich für Edam entschieden, weil der mir am besten schmeckt und ich meine Familie mit geruchsmäßig nicht so belaste. Ihr könnt natürlich einen Käse eurer Wahl nehmen. Der Teig ist fertig, wir können jetzt also unsere Waffeln backen. Das heiße Waffeleisen bestreiche ich noch mit Margarine und fülle dann den Teig ein. Wie ihr seht, ist der Teig ein wenig fest, deswegen habe ich schon die Milchmenge im Rezept angepasst. Die Waffel wird so lange gebacken, bis sie leicht gebräunt ist. Nun muss die Waffel noch kurz abkühlen. Die lauwarme Waffel teile ich in der Mitte. Auf die eine Hälfte lege ich ein Salatblatt. Ich habe Lolo Biondo genommen, weil er so schön kraus ist. Auf das Blatt gebe ich etwa 3 Esslöffel meiner Füllung. Darauf kommt wieder ein Salatblatt und darauf die andere Waffelhälfte. Noch ein bisschen andrücken, fertig. Meine gefüllten Waffeln sind fertig. Ich habe mich für Fisch entschieden, für Thunfisch. Ihr könnt es natürlich auch rein vegetarisch zubereiten mit ganz viel Gemüse. Und wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, kann zum Beispiel Kochschinken nehmen. Das Rezept für diese Waffeln findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!